Hallo, heute sind wir im Aqua-Zoolöbeke-Museum in Düsseldorf. Neu im Aquazoo sind die Arguswarane. Und das ist tatsächlich eine sehr große Rarität, zumindest in der deutschen Zoo- und Aquarienlandschaft, denn diese Tiere werden nur hier im Aqua-Zoolöbeke-Museum in Düsseldorf ausgestellt. Europaweit gibt es nur 5 Haltungen. Also das ist wirklich schon etwas sehr Besonderes. Hier das junge Pärchen von ungefähr 6 Jahren hier erleben zu können. Die sind auch aktuell sehr aktiv und erfreuen sich der neuen Anlage, die sie seit ein paar Tagen bewohnen. Und das ist eine tatsächlich sehr spannende Art, die man eben auch sehr selten sieht, aber die definitiv enorm interessant ist. Neben den Mitchells-Waranen und den australischen Wasserwaranen sind die Arguswarane die dritte Art, die sehr massiv unter der in Australien invasiven Aggerkröte zu leiden hat. Warum ist die Aggerkröte so gefährlich? Jedes Amphibium hat Hautgifte, die sie vor Pilzen schützen. Allerdings ist dieses Gift auch für die Warane sehr, sehr toxisch und führt dann zum Tode, wenn sie die irgendwie fressen oder in den Mund nehmen oder es sonst irgendwie mit den Schleimhäuten in Kontakt kommt. Daher sind die Aggerkröten für die australischen Warane so sehr gefährlich und tödlich tatsächlich. Und besonders betroffen davon sind die Arguswarane. Es wurden Bestandsrückgänge von teilweise über 70 bis hin zu 90% gemessen, seitdem die Kröte die natürlichen Habitate der Arguswarane erreicht hatte. Daher sind die Arguswarane im Aqua-Zoolöbeke-Museum in Düsseldorf enorm wichtige Botschafter ihrer durch diese Invasivart stark bedrohten Art. Australien hat massive Probleme mit invasiven Arten. Viele eingeführte Spezies, die Australien erreicht haben, sorgen für massive Natur- und Artenschutznotstände und die Arguswarane sind dafür ein sehr gutes Beispiel. Sie sind aber auch ein sehr gutes Beispiel für uns hier in Deutschland und natürlich auch in Europa oder der ganzen Welt generell, dass man auf die Invasivarten aufpassen muss. Die können nämlich sehr, 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 sehr große Probleme tatsächlich verursachen. Wir sehen das zum Beispiel bei den europäischen Nerzen, wir sehen das bei Flusskrebsen und wir sehen das bei vielen anderen Arten tatsächlich hier auch. Und daher ist das Schicksal der Arguswarane natürlich auch wieder eine mahnende Botschaft an uns, auch hier darauf zu achten, welche Arten plötzlich in der Natur auftauchen und welche Auswirkungen sie haben. Beim Arguswaran ist es zum Glück so, dass Zoos und Aquarien sich dieser Art langsam immer mehr annehmen. Und natürlich hoffen wir von ganzem Herzen auf baldigen Nachwuchs hier im Aqua-Zoolöbeke-Museum in Düsseldorf.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.